Anfänge. Darüber wollen wir uns heute unterhalten. Und ich freue mich, dass wir dazu einen Gast gewinnen konnten, mit den Anfängen unseres Instituts zu tun hat, der damals schon am Max-Planck-Institut für ethnologische Forschung war, vor 20 Jahren. Thomas Whitlock, jetzt Professor für Afrikanistik an der Universität zu Köln. Und unsere Bekanntschaft, unsere Freundschaft geht schon auf die 90er Jahre zurück, zu den Anfängen unserer eigenen Karrieren, als wir uns an der Universität zu Köln, eben auch damals im Institut für Völkerkunde, erstmalig begegnet sind. Ja, herzlichen Dank für die Einladung, Christoph. Es ist doch wieder interessant, wie oft unsere Wege sich gekreuzt haben und immer wieder kreuzen. Und ja, ich finde es auch interessant, dass dieses neue Buch, was wir heute besprechen, dann auch uns wieder zusammenbringt, wo wir doch zeitweilig in ganz anderen Gefilden unterwegs waren. Also ich hauptsächlich bei verschiedenen Jäger-Sammlergruppen über den Globus verteilt, aber eben sehr kleine Gesellschaften, alles face-to-face. Und du häufiger in großen Gesellschaften, Japan, den Vereinten Nationen, was ja doch ein ganz anderes Setting ist. Und trotzdem bringt dieses Buch uns beide zusammen, beziehungsweise es spricht uns beide und ich glaube auch viele andere an. Das zeigt sich auch darin, dass es ja schon seit vielen Wochen in den Bestsellerlisten auftaucht. Erstaunlich, erstaunlich, genau. Für so einen dicken Schinken, 526 Seiten allein der deutsche Textteil, wenn man die Fußnoten und die Literaturangaben nicht mitliest. Und es geht um eine Menge. Es geht um Anfänge, so der deutsche Titel, im englischen Titel The Dawn of Everything, also die Morgenröte von allem. Geht es da um alles, was also der Ethnologe David Graeber und der Archäologe David Wengrow da zusammengebracht haben? Oder worum geht es da eigentlich? Naja, Sie haben auf jeden Fall, so sagen Sie selber, 10 Jahre gebraucht, um das Buch zu schreiben. Und es sollte aber wohl der Auftakt einer Serie werden, was jetzt natürlich nicht stattfinden kann, weil David Graeber verstorben ist. Aber es ist schon so der Versuch, einen großen Wurf und etwas Grundsätzliches zu schreiben. Ich finde den englischen Titel ein bisschen passender, weil er so ein wenig ja, auch die Unzufriedenheit mit Anfangsgeschichten stärker zum Tragen kommt. Also The Dawn of Everything, The Dawn of This, The Dawn of That. Also es gibt für alles eine Ursprungsgeschichte und das ist einer der Hauptstränge in diesem Buch, ist sich gegen diese Urgeschichten, wie man es vielleicht im Deutschen am häufigsten hört, sich dagegen zur Wehr zu setzen. Ne? Also dass es immer darum geht, den Ursprung von etwas, die Urgesellschaft, den Urmenschen, den Urwald. Also im Deutschen haben wir jetzt ja gerne auch dieses Betonung, es gibt irgendeinen Urzustand und wenn man den einmal begriffen hat, dann ist der Rest eigentlich klar, dann weiß man, wie es läuft und dann ist eigentlich auch alles festgelegt. Genau, Und genau. das ist einer der Punkte, wo Sie sehr stark vehement gegensprechen. Sie sagen, das ist eigentlich der Hauptmythos. Es gibt natürlich diametral entgegengesetzte Wertungen. Ne? Bei manchen ist der Anfang total positiv und super und danach wird es immer schlechter oder eben genau umgekehrt. Aber die Grundstruktur, dass immer das Wichtigste am Anfang passiert ist und der Rest nur Fußnoten, das ist das, wogegen Sie sich wehren. Richtig, genau. Und das ist ja in dem Fall auch eine sehr konkrete Anfangs- oder Urgeschichte, die immer wieder erzählt wird eigentlich, die wir finden bei Rousseau oder bei Hobbes. Also das sind ja diejenigen, die sich am Anfang vornehmen, aber auch so bei populären Menschheitsgeschichten-Erklärern wie Yuval Harari oder Jared Diamond, eben dass es so eine Art Urmoment der menschlichen Entwicklung gibt, der eben in dem lag, was also unsere Vorfahren praktiziert haben vor etwas mehr als 10.000 Jahren. Da waren wir eben alle noch Jäger und Sammler und die Annahme ist die, das hat also stattgefunden in kleinen Grüppchen, relativ gleichrangig miteinander lebender Menschen und Frauen, Männer und Frauen. Und als dann der Anbau in die Welt kam, die Landwirtschaft und die Überschüsse, die dadurch zu erwirtschaften waren, dann bildete sich alles andere. Dann ging die Geschichte eigentlich erst richtig los. Und zwar ein sozusagen zwangsläufig ablaufendes Gesamtpaket aus sozialen Hierarchien, Städten, Staaten, Monumentalbauten etc., was dann nicht mehr zu stoppen war, was also sozusagen als ein Zivilisationspaket sich dann überall ausgebreitet hat. Also das ist eigentlich die Geschichte, die wir alle kennen,
aber gleichzeitig auch der Mythos, den Sie auseinandernehmen in dem Buch. Genau, und insofern trifft der Untertitel eine neue Geschichte der Menschheit ist schon insofern, als dass sie eben versuchen, von dieser Linearität wegzukommen, also zu zeigen, dass es immer wieder auch hin und her gegangen ist und ein offener Prozess ist und aber auch noch konkreter weg wollen von dieser sehr starken Betonung der Eigentumsverhältnisse. Das ist ja das andere, was viele dieser Ursprungserzählungen ausmacht, dass es ganz oft darum geht, also zumindest in den Sozialwissenschaften, wann ist das Eigentum sozusagen eingetreten, zwischen die Menschen getreten und hat dann alles verändert. Und auch hier sagen sie, das ist nicht nur in der Linearität falsch, dass es einen Ursprung gab, sondern auch das Thema ist vielleicht falsch gewählt, beziehungsweise es ist sehr eingeschränkt gewählt. Also dieses sehr starke Fokussiertsein auf Eigentum, auf Haben, auf Objekte, dass das etwas sehr Europäisches, Eurozentrisches letztlich ist. Und dass es daneben sehr viel wichtigere oder zumindest gleichrangige große Themen gibt, nach denen man diese Menschheitsgeschichte erzählen kann. Und da versuchen sie eben einen neuen Akzent zu legen, indem sie vor allem auf die Gestaltungsfreiheit der Menschen rekurrieren. Welche Möglichkeiten und Begrenzungen gab es immer wieder im Laufe der Zeit? Wie haben die Menschen diese genutzt? Und da hängt Eigentum natürlich ein Stück weit mit zusammen, im Sinne von, es schränkt Optionen ein und so weiter und strukturiert das Ganze, aber sie kehren sehr stark hervor, dass das Eigentliche, was die Menschen wollen und worum es eigentlich immer geht, ist nicht das Haben, sondern das Teilhaben. Also es ist die Freiheit, die Möglichkeit, selber zu gestalten, sich auch zu entziehen, wenn es zu einschränkend wird, dass das eigentlich auf einer globalen Ebene das wichtigste Thema sozusagen der Menschheitsgeschichte ist. Insofern ist es schon wirklich auch ein neuer Versuch, auch bestehende Quellen neu zu deuten und eine neue Erzählung zu liefern. Richtig, zumal die alte Erzählung, also da gehen die beiden Davids ja wirklich einen Goliath an, anders kann man es nicht sagen, ja wirklich eben auch festsitzen in den Köpfen. Also nicht nur jetzt, wie schon erwähnt, Jared Diamond, aber auch in jedem ethnologischen Lehrbuch findet man ja eigentlich diesen Standardablauf. Und für mich war es also sehr, ja, schon Augen öffnen, muss ich sagen. Also wie viel Evidenz es eigentlich dafür gibt, dass es so einfach dann eben nicht gewesen ist. Dass also zum Beispiel der Anbau über Jahrtausende nur eine Art Nebenerwerb gewesen ist, neben anderen Wirtschaftsformen und nicht gleich alles Mögliche in andere mit in Gang gesetzt hat. Dass es also große Städte gab, die also keinerlei, also in ihren Frühphasen keinerlei Anzeichen für soziale Hierarchien, irgendwelche Art für Herrscher oder Könige bieten und so weiter. Also dass da so viel praktisch Belegmaterial da ist, wenn man sich dann eben wirklich tatsächlich mal die Mühe macht, sozusagen die gesamte den archäologischen Bestand sich anzuschauen, war mir persönlich nicht so klar. Also ich denke, dass vielfach die Kritik kommen wird, kannten wir doch alles schon. Mag sein, jedes einzelne Detail vielleicht, aber ob das eben in der Gesamtschau wirklich schon mal so zusammengetragen worden ist und daraus die Lehren so gezogen worden sind, wie die beiden es machen, das ist, glaube ich, die zweite Frage. Und ich denke nicht, dass es so war. Ja, und das ist immer noch weit verbreitet, ne? Also ich habe auf dem Hinweg hierher einfach im Buchhandel nochmal geguckt, was da im Moment gerade an alternativen Dingern auf dem Regal steht. Und da wird es ganz oft nochmal wiederholt, dass das also irgendwie dann doch irgendwie feste Stufen sind. Ne? Kapitel 1, Jäger-Sammler, Kapitel 2, Hirtenvölker, Kapitel 3, Bauern, Kapitel 4, Industrie, Gesellschaften und so weiter. Also das ist gut, die Spezialisten Standard-Evolutionsmodell. sehen das nicht mehr so und sehen das vor allem nicht als Stufen, aber es ist einfach sedimentiert aus den Vorgängergenerationen sozusagen, die sehr stark mit solchen Schemas operiert haben. Richtig, also das ist ganz klar nach wie vor ein mächtiger Diskurs Ja. und eben halt auch ethnologisch. Also so, ich glaube, in unseren meisten Lehrbüchern steht eine Variante davon tatsächlich eben noch drin und ganz so einfach ist es nicht gewesen. Das ist ganz klar so. Also das ist ja viele
Punkte, die sie da anführen, eben, dass auch eben auch die Zwangsläufigkeit nicht da war. Also was ja eben auch immer wieder überraschend ist bei den Geschichten, die sie da erzählen, ist, dass eben Hierarchien, wenn sie denn einmal entstanden waren, oder große städtische Siedlungen, wenn sie dann einmal entstanden waren, auch wieder verschwinden konnten. Und dass es ihrer Ansicht nach, und ich glaube, da muss man ihnen zustimmen, auch keinesfalls heißen muss, dass da ein Niedergang kam oder so, sondern dass es eben wirklich so gewesen sein kann, dass eben sich die Leute für was anderes entschieden haben und dann irgendwann eben doch feststellen, es gibt Alternativen dazu, wir müssen uns das nicht weiter bieten lassen oder das nicht weiter mitmachen und dann eben sich wieder andere politische Gestaltungsformen gesucht haben. Ja, ich bin mal gespannt, wie das im weiteren Verlauf, also das Buch wird ja jetzt besprochen in vielen Konferenzen auch, und dieses Jahr ist auch wieder die internationale Jäger-Sammler-Konferenz, CHAGS. Da wird es ein geteiltes Echo geben, nehme ich mal an, weil es zumindest für Jäger-Sammler-Spezialisten auch eine gute und eine schlechte Nachricht ist. Also die gute Nachricht ist erstmal zu sagen, naja, offensichtlich haben sich die wichtigsten Dinge in der Menschheitsgeschichte auch schon abgespielt, als die Menschen noch Jäger-Sammler waren. Also sie mussten nicht warten bis zur neolithischen Revolution oder so, sondern die Frage von Macht und von Hierarchien, die hat sich auch schon im Jäger-Sammler-Spektrum gestellt. Und da sind schon viele Dinge sozusagen geschehen, und das kann man da schon beobachten, wie Menschen versucht haben, mit diesen Dingen umzugehen. Insofern, das ist erstmal die gute Nachricht, dass man sagt, so, der Jäger-Sammler ist nicht irgendwas von Urzeiten, was uns eigentlich nicht mehr so richtig interessiert, sondern auch da entfaltet sich sozusagen das Drama dieser ganzen sozialen Konflikte schon. Die schlechtere Nachricht sozusagen ist natürlich, dass sie sagen, naja, es gibt nicht mehr die einfache Erklärung, dass man sagt, ja gut, bei Jägern und Sammlern war es einfach, das waren kleine Gruppen, da ist es leichter, irgendwie die Freiheiten zu organisieren oder Gleichheit herzustellen, und danach wird es alles unglaublich schwierig und komplex und so weiter, sondern dass sie sagen, nee, die Komplexität ist vorher schon da, nur uns ist dieser einfache Erklärungsansatz, auf die Produktionsweise zu gucken und dann zu wissen, wie es da läuft, der ist uns genommen. Richtig, genau. Wobei das allerdings auch, also ich habe ein bisschen auch mich in den Rezensionen so umgetan, eine mehrfach geäußerte Kritik ist, dass also Sachzwänge materieller Art, zum Beispiel durch ökologische Bedingungen, aber auch zum Beispiel dadurch, dass man sich auf eine bestimmte Produktionsweise nun mal eingelassen hat, in dem Buch eine relativ geringe Rolle spielen. Klasse spielt so gut wie gar keine. Und manche Kritiker fragen sich, ob der David Graeber, der ja bekanntermaßen eben auch anarchistische politische Sympathien hatte, also Aktivist der Occupy-Bewegung war und so weiter, da nicht vielleicht den politischen Gestaltungsspielraum überschätzt und wirtschaftliche Motive und Abhängigkeiten vielleicht ein bisschen zu gering schätzt. Auch fand ich eine ganz interessante Kritik, die das okay, also eiszeitliche Jäger und Sammler, gut, die haben vielleicht angefangen mit Hierarchien und Ähnlichem, aber wir sind ja nicht in der Eiszeit entstanden, sondern in der afrikanischen Savanne, und unter den Bedingungen war wahrscheinlich für ein nicht so besonders schnelles, nicht so besonders starkes Tier wie uns ist schon sehr wichtig, zu kooperieren, sich eben abzustimmen, was eben dann ausschließt, dass Einzelne sich so komplett über andere erheben, wie man das in starken sozialen Hierarchien der Fall hätte. Also wo also eben Egalität eben doch der entscheidende Anpassungsvorteil war, der Homo sapiens eigentlich erst möglich gemacht hat. Ja, grundsätzlich würden die wahrscheinlich selber auch zustimmen, dass das so ist, dass sie mehr einen größeren Schwerpunkt legen eben auf die ideellen Dinge, wenn man es so sagen will, also auf die sozialen Regeln und weniger auf die Umweltbedingungen, wobei das nur zum Teil stimmt, finde ich. Also tatsächlich verweisen sie immer wieder darauf, wie wichtig es ist, dass viele dieser neuen Entwicklungen in Küstennähe oder in Flussläufen entstanden sind, wo es einfach einen großen Reichtum auch gab an Ressourcen, ja, durch zurückgehende Pegelstände und so weiter, aber auch einfach durch die Ressourcen, die man halt in Küstennähe bekommt. Und dann auch so ein Spielraum entstanden ist, um neue Dinge auszuprobieren. Also der Aspekt ist schon ziemlich stark, und der wird ja manchmal so ein bisschen unter den Tisch fallen gelassen, wenn man von Jäger-Sammler spricht. Naja, dann sind die Fischer irgendwie dabei. Aber es scheint offensichtlich doch wichtig zu sein, dass das in diesen Regionen stattfindet. Insofern haben sie es schon ein bisschen auf dem Schirm, aber eindeutig
auch rhetorisch eine Absetzung von den Werken, die wir sonst so über evolutionäre Geschichte lesen, die doch sehr stark materialistisch sind, oft sehr stark auf Technologie abzielen oder umweltdeterministisch. Und wenn ich das jetzt so zum Beispiel als jemand, der das auch im Unterricht an der Universität nutzen werde, sagen darf, dann finde ich das sehr gut, jetzt mal einen Entwurf zu haben, den man dagegen stellen kann. Also Mhm. wenn es mal eben nicht Mhm. umweltdeterministisch Mhm. oder materialistisch Mhm. ausbuchstabiert wird, sondern Mhm. auch mal zu sagen, man kann das Ganze auch anders darstellen, ohne komplett jetzt die Umweltdinge ignorieren zu müssen. Mhm. Also insofern finde ich, ist der Aspekt, klar, da werden sich viele Leute auch im Detail dran reiben und Punkte finden, aber für den Gesamtdiskurs, den wir so haben, finde ich, ist es genau wichtig, auch mal einen Gegenentwurf bis, ja, bis zur 600. Seite dann auch durchzudeklinieren. Mhm. Mhm. Ja, also weg von der neolithischen und anderen Revolutionen eben, also weg von dieser Idee, dass es an einer Stelle Klick gemacht hat und dann auf einmal ein völlig neues Programm eingeschaltet wurde, was Genau, Sie beschreiben vorher sehr nicht schön, bestanden hat. was denn die Leute dazwischen diesen Revolutionen gemacht haben, als wenn die alle nur Däumchen drehend da gesessen haben und gewartet haben, dass jetzt Ganz irgendwann die genau. nächste Revolution Ja. kommt. Hm. Und das ist einfach, also da finde ich das auch sehr überzeugend zu sagen, dass das sehr viel gradueller auch an vielen Punkten gewesen ist und immer wieder auch ein Hin und Her. Genau, ein Ähm, Alternieren der Formen, ja, richtig, teilweise im Jahreslauf, wie Sie das beschreiben, also große Zusammenkünfte, wenn die Ressourcen reichhaltig sind und dann wieder ein Auseinanderbrechen in kleinere Grüppchen, die dann sich ganz anders regieren und so weiter. Das ist alles schon, äh, ich finde, also auch überzeugend, wird sicherlich auch vielfach dann neue Forschung inspirieren, denke ich mir. Ein weiteres großes Thema, also sozusagen der Aufhänger Ihres Buches, ist die indigene Kritik an der europäischen Gesellschaft. Interessant, also Sie beziehen sich da auf den Baron de Larenton, einen französischen äh, verarmten Adligen, der in Nordamerika eben gereist ist, sich lange aufgehalten hat und Dialoge führt, die er dann auch in einem Buch darüber dann eingeflochten hat mit einem äh, Staatsmann, Heerführer und Intellektuellen der Wendat, die wir früher Huronen genannt haben, namens Kandiaronk. Äh, und dieser Kandiaronk führt also eine Art Generalkritik der europäischen Gesellschaft im Munde. Was ihn stört, sind die Befehlshierarchien. Für Wendat wäre es undenkbar, sich einfach den Befehlen irgendeiner anderen Person unterzuordnen. Die Empathie und das Mitgefühl, der Wille zu teilen mit denen, die nichts haben, die in Not sind, findet er in der europäischen Gesellschaft nicht nicht ausgeprägt genug. Auch die Unterdrückung der Frauen stört ihn. Und nun, da ist Ihre These, dass man das vielleicht nicht so sehr als literarische Erfindung, so wie es bisher häufig abgetan worden ist, nehmen sollte, sondern ernst nehmen sollte. Also tatsächlich davon ausgehen sollte, dass dieser Dialog so stattgefunden hat und dass also diese Kritik indigener Beobachter der europäischen Gesellschaft über solche Autoren wie Larenton dann eben auch ein wesentlicher Impuls für die europäische Aufklärung gewesen ist. Ich denke, es ist was also sicherlich nicht von der Hand zu weisen ist, auch wenn man speziellen Fall sich fragen kann, ob die Jahrzehnte, die also zwischen den Dialogen und der Verfassung des Buchs verstrichen sind, nicht vielleicht doch dann die eine oder andere literarische Freiheit eingebracht haben. die sie ja auch einräumen. Ne? Also sie sind nicht so naiv zu sagen, dass das kein Genre ist. Also sie erkennen an, dass das ja in Europa ein gängiges Genre ist, so zu tun, als wenn man von außen auf die eigene Gesellschaft schauen würde. Da gibt es auch viele andere Beispiele. Aber ich glaube, was so grundsätzlich wahrscheinlich richtig und wichtig zu betonen ist, dass, egal ob jetzt bei der Aufklärung oder insgesamt auch beim wissenschaftlichen Denken, sehr viel stärker diese diese dialogische Dimension eine Rolle spielt. Das kommt uns als Ethnologen natürlich besonders entgegen, weil wir ja immer schon gesagt haben, dass die indigene Kritik was ganz Wichtiges ist. Aber selbst wenn man nicht so weit gehen würde und jetzt sagt, okay, das müssen die Indigenen von außer Europa sein, es können ja auch Randgruppen innerhalb der eigenen Gesellschaft sein, aber dass die Erkenntnisse auch der Aufklärung letztlich auf einem dialogischen Prozess
fußen und dadurch weiterentwickelt werden. Das ist, glaube ich, so die Grundaussage, die wahrscheinlich auch stehen bleibt, wenn man jetzt in dem Einzelfall dann irgendwie am Ende nicht genau weiß. Das ist ja auch Ihre Schlussfolgerung, dass man es am Ende nicht genau wissen Ja. kann, aber man kann es eben auch nicht ausschließen. Ja, Ja, das ja, ist so genau, genau, das, genau, genau. was Sie Ja, sagen. Und am Ende dann vielleicht doch es ernster nehmen als bisher, auch wenn es nachbearbeitet wurde und überarbeitet wurde und wenn sich da Dinge verschmelzen und so weiter. Trotzdem auch für die Zukunft es ernst zu nehmen, dass für jede Form der Kulturleistung und Kulturschöpfung eigentlich es immer eine Art von Dialog geben muss, dass es immer verschiedene Quellen geben muss, die zusammenkommen. Und, Ja. und ich denke, das ist etwas, was Sie durchaus für die Gesamterzählung nochmal nachweisen können und eben als Message aber auch unbedingt mitgeben wollen. Ja? Es ist Ja. ja auch durchaus populärwissenschaftlich in dem Sinne geschrieben, dass Sie da eine Aufforderung mit verbinden, ne? Wie es weitergehen soll, wie man weiter damit hantieren soll. Okay, wir können uns vielleicht noch die Frage stellen, was wir als Ethnologen jetzt damit machen. Das ist klar natürlich ein Riesenanstoß für die Forschung. Ich denke vor allen Dingen die Archäologie wird daraus relativ viel Inspiration schöpfen, wird es vielleicht auch vielfach als Provokation verstehen, ja, und also sozusagen die Befunde dann praktisch in einem neuen Licht sehen. Aber geht es darüber hinaus? Was können wir als Ethnologen ableiten? Was kann man für die heutige politische Praxis ableiten? Also ich selber habe mich ja eigentlich eher so auch mit der überstaatlichen Ebene beschäftigt, also mit der UNESCO, und stelle jetzt gerade, also nach Russlands Überfall auf die Ukraine, fest, dass die Wertschätzung von so großen überstaatlichen, weltumspannenden Organisationen wie der UN, der NATO, der EU sicherlich nicht geschrumpft und eher gestiegen ist. Ist das dann nicht vielleicht eher der Weg, frage ich mich, also mehr globale Verflechtung? Und eben nicht das, was man vielleicht aus dem Buch ableiten könnte, Entflechtung hin zu kleineren, selbstbestimmten Einheiten. Ist das nicht vielleicht mittlerweile die Gesellschaft dann eben doch zu komplex geworden, um also sowas dann vielleicht auch noch zur Kenntnis zu nehmen, aber vielleicht nicht unbedingt zum Vorbild für politische Interventionen zu nehmen? Naja, also die aktuelle Situation gibt Ihnen, glaube ich, zumindest in der einen Hinsicht auf jeden Fall schon mal recht, dass offensichtlich Freiheit ein großes Motiv ist für politische War Umwälzungen, und nicht bleibt, ja. nur Eigentumsverhältnisse. Ja. Aber zugleich, dass es natürlich das eine das andere nicht ausschließt. Also in diesem Fall haben wir es ja beides. Ne? Wir haben vor Ort Leute, die ihr eigenes Leben in die Hand nehmen, im kleinen Rahmen. Und auch hier tatsächlich dann, wenn es um die Flüchtlingshilfe jetzt geht zum Beispiel, Leute, die ganz konkret Dinge tun, um Leute aufzunehmen. Aber wir haben gleichzeitig natürlich diese Orchestrierung auf höherer Ebene. Ja. Und dass die auch Hand in Hand gehen können. Also Sie haben jetzt natürlich in dem Buch häufig Beispiele, wo es gegeneinander läuft. Also dass der Staat auf der einen Seite, der Akteur, der Unterdrücker sozusagen, und da sind die kleinen Leute auf der anderen Seite, die versuchen, ihre Freiheiten zu behalten, zu gewinnen. Aber es kann natürlich Kontexte geben, in denen es sozusagen auf beiden Seiten staatliche und nichtstaatliche Akteure stehen, die sich gegenseitig in Stellung bringen. Und das scheint hier der Fall zu sein. Da würde mich auch noch interessieren, was du denn, der du dich ja selber mit dem Teilen so intensiv beschäftigt hast und ein Buch darüber geschrieben hast, Anthropology in the Economy of Sharing. Ja, Vielleicht aus der Hinsicht dazu. Das ist ganz interessant, weil da Denkst. zeigt sich das eigentlich auch. Also man kriegt ja so ein bisschen mit, wer das Buch dann liest und Zuschriften und so weiter. Und auch in dem Fall ist es sehr weit gestreut. Also wirklich Leute, die in dieser Szene leben, wo man versucht, sehr kleinteilig Alternativen zu Marktaustausch zu finden und wie man das regeln kann. Und dann aber auch Leute, die versuchen, das nicht nur für kleine Gruppen zu realisieren, sondern auf einen höheren Maßstab zu bringen. Ja? Also gerade jetzt im Moment natürlich durch elektronische digitale Plattformen gibt es ja viele Ansätze, der versucht, solche Prinzipien des Teilens auch auf einer größeren Ebene hinzubekommen, durch digitale Mittel und durch die Organisation von Teilhabe. Und tatsächlich gibt es da
auch eine Debatte auf beiden Ebenen. Ne? Also es gibt eine Frage von, wie muss man vielleicht steuern oder ne, sowas wie Grundeinkommen auf staatlicher, nationaler, internationaler Ebene mit in Augenschein nehmen und gleichzeitig, was für Unterschiede macht das in meinem alltäglichen Leben, wenn ich eben zum Beispiel mein Grundstück einzäune und niemand mehr rein kann oder ich niemandem mehr begegnen muss und die Durchlässigkeit komplett aufgegeben wird in Alltagskontexten. Und auch hier würde ich sagen, ist es sehr ähnlich dem, was in dem Buch von Graeber und Wengrow beschrieben wird, wo sie auch beide Dinge auf dem Schirm haben. Sie haben die großen staatlichen Umbrüche auf dem Schirm, aber sie zeigen und deuten auch immer wieder auf die Bedeutung eben von, ja, was sie dann so Play, also das ludische Element, das spielerische, Play Farming und Play Politics, also das selbst im Karneval zum Beispiel, das ist aus ihrer Sicht so der letzte Rest dieses Widerstandsnestes, wo man auch über alternative soziale Formen nachdenken kann. Also dass es eben keine Big Man History ist, sondern dass in diesen kleinen Dingen die Menschen kumulativ auch große Dinge erwirken können. Ja? Sowohl bei der wirtschaftlichen Umgestaltung als auch bei der politischen Umgestaltung. Und ich glaube, das wird so ein Stück weit auch die Botschaft sein, die Sie auf jeden Fall den Leser mitgeben müssen und wollen. Es macht durchaus Sinn, sein Leben zu ändern. Also auch für den Einzelnen, weil man das nachvollziehen kann, dass es auch in der Geschichte einen Unterschied gemacht hat. Ja, es war nicht egal, ob die Frauen hier mal mit Farming was ausprobiert haben und so, sondern es hat im Laufe der Zeit wirklich zu einer Veränderung geführt. Also ich denke auch, dass die Aufmerksamkeit für Gesellschaftsexperimente vielleicht insgesamt durch das Buch wieder stärker werden wird. Und so viel Eitelkeit muss sein. Ich verweise auch auf mein eigenes Buch, auch schon lange her, also die Kunst des Teilens, eine vergleichende Studie zu den Überlebensbedingungen kommunitärer Gruppen, wo ich mich ja speziell mit utopischen Kommunen, die alles Eigentum teilen, alles gemeinsam haben, befasst habe und wo dann eben auch feststellbar war, also der politische Gestaltungsspielraum ist enorm. Man hatte die sehr hierarchische Gruppen, die sich komplett dem Willen eines charismatischen Führers unterordnen, aber das hat lange funktioniert, aber ebenfalls lange funktioniert haben sehr egalitäre Gruppen oder sogar solch anarchische Gruppen, wie sie wahrscheinlich David Graeber im Besonderen vorgeschwebt haben, wo eigentlich niemand zu irgendwas gezwungen werden kann, wo es aber trotzdem irgendwie funktioniert. Also dazu ist sicherlich sehr mehr Forschung, denke ich, wünschenswert und dazu wird es sicherlich auch führen innerhalb der Ethnologie. Ja, und insgesamt muss ich sagen, für uns als Wissenschaftler zu sehen, dass so ein Buch, der sehr dick ist und eine sehr große, schwierige Materie auch versucht zu verarbeiten, bei aller Kritik ist das auch erstmal eine ziemlich gute Leistung, das auf die Bestsellerlisten zu kriegen und offensichtlich auch durch die Art, wie es geschrieben ist, Leute davon zu überzeugen, dass erstens das Thema noch nicht durch ist, dass es da tatsächlich noch viele interessante Dinge zu diskutieren gibt und zum anderen das wieder in den Blickpunkt zu rücken. Ne? Also wenn man sich eben die Bestsellerlisten anguckt, da stehen ja auch viele Dinge drauf, wo man sich denkt, ja, muss das sein? Aber in diesem Fall, da wird zumindest nochmal ein Licht auf Themen geworfen, die es wirklich lohnt, auch für viele Leute, glaube ich, sich mit zu beschäftigen. Und es ist auch lesbar, also es ist tatsächlich. Ganz genau, es gibt da wirklich schlimmere Bücher auf den Bestsellerlisten, das muss man sagen. Und also ich würde sagen, also man muss schon anerkennen, dass das eine Leistung ist, die sicherlich viele lange beschäftigen wird in der Ethnologie, in der Archäologie darüber hinaus. Thomas, vielen Dank. Es hat mir Spaß gemacht, mich mit dir zu unterhalten. Ja, sehr gerne, Christoph. Ich teile gerne meine Zeit mit dir. Und ich hoffe sehr, Sie teilen auch wieder Ihre Zeit mit uns in unserer Serie.